Lektion eins: Einen Termin zum Abendessen vereinbaren. Hi Anna, ich hatte einen Gedanken. Wann planen wir, uns bald zum Abendessen zu treffen? Oh, das ist eine tolle Idee, John. Ich würde gerne etwas einrichten. Wie wäre es mit morgen Abend? Passt das zu Ihrem Zeitplan? Morgen Abend wäre perfekt. Wenn es Ihnen passt, kann ich gegen 19 Uhr bei Ihnen vorbeikommen. 7 Uhr klingt wunderbar. Ich werde dafür sorgen, dass alles bereit ist. Auf welche Küche haben Sie Lust? Heimann, wie wäre es mit Italienisch? Ich habe Lust auf leckere Pasta und vielleicht ein gutes Glas Wein. Oh, Italienisch klingt absolut göttlich. Ich kenne die perfekte kleine Trattoria in der Nachbarschaft, die wir ausprobieren können. Es herrscht eine so gemütliche, authentische Atmosphäre. Klingt großartig, ich kann es kaum erwarten. Ich werde vorher unbedingt Appetit machen, damit ich mich so richtig verwöhnen lassen kann. Ah, das gleiche hier. Möglicherweise muss ich morgen auf das Mittagessen verzichten, damit ich genügend Platz für alle Kohlenhydrate und den Käse habe. Das ist der Geist. Okay, dann ist es ein Date. Ich werde es in meinem Kalender markieren und sicherstellen, dass ich nichts doppelt buche. Wunderbar, das werde ich auch tun. Ich freue mich wirklich darauf, John. Es wird so schön sein, sich bei einer köstlichen Mahlzeit auszutauschen. Definitiv. Es ist zu lange her, seit wir das letzte Mal die Gelegenheit hatten, uns einfach hinzusetzen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Vereinbart. Das ist genau das, was wir brauchen. Einen entspannten Abend mit gutem Essen, Wein und Gesprächen mit einem guten Freund. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Okay, wir sehen uns dann morgen um 7 Uhr. Das wird fantastisch. Ruf. Ich werde die Stunden herunterzählen. Dies ist die perfekte Möglichkeit, nach einer langen Woche zu entspannen. Sicher. Okay, ich sollte wahrscheinlich loslegen, aber ich werde morgen sicher noch einmal alles bestätigen. Hört sich gut an, John. Ich werde sehnsüchtig auf Ihre Ankunft warten. Habt einen wundervollen restlichen Tag. Du auch, Anna. Ich kann es kaum erwarten. Bis morgen. Lektion 2: Häusliche Pflege. Morgen. Anna, mir wurde klar, dass es Zeit ist, den Hund zu baden. Hallo, John. Das klingt nach einer Aufgabe. Mag er Badezeiten? Nicht wirklich. Normalerweise versucht er zu fliehen, wenn er das Wasser sieht. Das ist typisch. Hunde können beim Baden so lustig sein. Ich weiß. Um es einfacher zu machen, muss ich zuerst den Bereich ausfegen. Gute Idee. Ein sauberer Raum hilft, Ordnung zu halten. Rechts. Es muss gut ausgefegt werden, bevor ich anfange. Haben Sie darüber nachgedacht, ein spezielles Shampoo für ihn zu verwenden? Ja, ich habe welche, die sanft sind und großartig riechen. Das ist großartig. Ein schöner Duft macht ihn danach noch süßer. Genau. Er wird ganz flauschig und frisch sein. Irgendwelche Tipps für ein sanfteres Bad? Versuchen Sie, ihm Leckereien zu geben, um ihn während des Badens abzulenken. Das ist eine tolle Idee. Positive Verstärkung funktioniert normalerweise gut. Tja, dadurch wird die Erfahrung für Sie beide noch angenehmer. Ich bin gespannt, wie er nach dem Bad reagiert.
Lektion 3: Leckere Reisen. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche lokalen Köstlichkeiten probiert? Hallo John. Ja, ich habe kürzlich tolles Streetfood gegessen. Das hört sich köstlich an. Was hast du versucht? Ich hatte Tacos von einem Imbisswagen. Sie waren voller Geschmack. Vertrauen Sie mir, Sie werden nicht enttäuscht sein, wenn Sie sie ausprobieren. Ich glaube es. Haben Sie weitere Empfehlungen? Definitiv. Wie wäre es mit frischen Meeresfrüchten? Es ist hier eine lokale Spezialität. Ich liebe Meeresfrüchte. Wo bekommt man es am besten? Es gibt ein tolles Hafenrestaurant, das den Fang des Tages serviert. Fängt perfekt. Gibt es einzigartige Gerichte? Ja, Ihre Muschelsuppe ist ein Muss. Es ist reichhaltig und cremig. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Irgendwelche Dessertvorschläge? Sie müssen unbedingt den lokalen BRN-Kuchen probieren. Es besteht aus frischem Obst. Das klingt entzückend. Ich werde darauf achten, Platz für den Nachtisch freizuhalten. Guter Plan. Das Entdecken lokaler Aromen ist Teil des Abenteuers. Ruf. Ich liebe es, beim Reisen neue Geschmäcker zu entdecken. Ebenfalls. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte über die Kultur. Lektion 4: Navigieren durch die Stadt. Morgen, Anna. Haben Sie herausgefunden, wie Sie sich in der Stadt fortbewegen können? Hallo John. Ich habe eine allgemeine Vorstellung, aber ich lerne noch. Am Anfang kann es schwierig sein. Teilen Sie dem Fahrer einfach den Namen des Ortes mit, zu dem Sie fahren möchten. Das macht Sinn. Was ist, wenn ich den Namen nicht kenne? Sie können Orientierungspunkte nutzen. Erwähnen Sie einfach etwas in der Nähe. Das ist ein guter Tipp. Gibt es Apps, die Sie für die Navigation empfehlen? Ja, Google Maps ist großartig. Es zeigt auch öffentliche Verkehrsmittel an. Perfekt. Ich werde das auf jeden Fall herunterladen. Wie wäre es mit einem Spaziergang? Wandern ist eine großartige Möglichkeit, die Gegend zu erkunden. Viele Bereiche sind fußgängerfreundlich. Ich liebe Wandern. Es hilft mir, verborgene Schätze der Stadt zu entdecken. Genau. Unterwegs finden Sie vielleicht nette Cafés oder Geschäfte. Ich werde die Augen offen halten. Haben Sie einen Lieblingsort, den Sie besuchen möchten? Ich liebe den Botanischen Garten. Es ist wunderschön und beruhigend. Das hört sich herrlich an. Ich werde es zu meiner Liste der zu erkundenden Orte hinzufügen. Großartig. Lasst uns einen gemeinsamen Besuchstag planen. Lektion 5: Sprachabenteuer. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Hallo John, das ist großartig. Auf welche Sprache konzentrieren Sie sich? Ich möchte fließend Spanisch sprechen. Es ist so eine wertvolle Fähigkeit. Sülluf. Spanisch eröffnet so viele Möglichkeiten. Hast du angefangen zu lernen? Ja, ich habe einige Online-Kurse besucht und täglich geübt. Das ist ein guter Ansatz. Konsistenz ist der Schlüssel beim Erlernen einer neuen Sprache. Genau.
Ich versuche auch, spanische Filme anzuschauen, um mein Hörverständnis zu verbessern. Das ist eine unterhaltsame Art zu lernen. Hast du einen Lieblingsfilm? Coco hat mir wirklich gut gefallen. Die Musik und die Bilder sind großartig. Ich liebe diesen Film. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, sich mit der Kultur zu verbinden. Sicher. Ich übe auch das Sprechen mit Freunden, die fließend sprechen. Das ist eine fantastische Idee. Das Gespräch mit anderen trägt dazu bei, Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, und ich finde es hilfreich, neues Vokabular im Kontext zu lernen. Syluf, durch die Verwendung von Wörtern in Sätzen kann man sich diese leichter merken. Ich stimme zu. Haben Sie weitere Tipps, um fließend zu sprechen? Versuchen Sie, so weit wie möglich einzutauchen. Hören Sie Musik, lesen Sie Bücher. Toller Vorschlag. Ich werde das zu meinem Lernplan hinzufügen. Lektion 6: Yoga fürs Leben. Morgen, Anna. Ich wollte Yoga in meine Routine integrieren. Hallo John, das klingt nach einer wunderbaren Idee. Hast du schon einmal geübt? Ein bisschen, aber ich bin nicht sehr erfahren. Wo soll ich anfangen? Sie können mit einfachen Yoga-Posen beginnen. Sie sind einfach und effektiv. Großartig. Welche Posen empfehlen Sie Anfängern? Die Pose herabschauender Hund und Kind sind für den Anfang perfekt. Ich habe davon gehört. Welche Vorteile kann ich von Yoga erwarten? Yoga verbessert die Flexibilität, reduziert Stress und verbessert die Konzentration. Die klingen großartig. Wie oft sollte ich üben? Schon ein paar Mal pro Woche können einen großen Unterschied machen. Das ist beherrschbar. Soll ich einem Video folgen oder einen Kurs besuchen? Beide Möglichkeiten sind gut. Kurse bieten Orientierung, während Videos ihnen Flexibilität geben. Ich denke, ich werde zuerst einige Online-Videos ausprobieren, um zu sehen, was mir gefällt. Das ist eine kluge Wahl. Finden Sie einen Stil, der zu Ihnen passt. Ich freue mich darauf, loszulegen. Yoga scheint eine großartige Möglichkeit zum Entspannen zu sein. Lektion 7: Wegbeschreibung finden. Hi Anna, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen, den nächsten Bahnhof zu finden? Hallo John. Es ist nur ein paar Blocks entfernt. Hast du eine Karte? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es richtig lesen soll. Kein Problem. Folgen Sie einfach der Hauptstraße und Sie werden die Schilder sehen. Das klingt einfach. Wie lange wird es dauern, dorthin zu laufen? Bei gleichmäßigem Gehen sollte es etwa 10 Minuten dauern. Großartig. Gibt es Sehenswürdigkeiten, auf die ich achten sollte? Der, unterwegs kommen Sie an einem großen Park und einem Café vorbei. Perfekt. Das wird mir helfen, die Orientierung zu behalten. Was passiert, wenn ich den Bahnhof verpasse? Fragen Sie unterwegs einfach jemanden. Die Leute helfen normalerweise gerne. Guter Rat. Das werde ich mir merken. Ist der Bahnhof beschäftigt? Dies kann insbesondere während der Hauptverkehrszeit der Fall sein. Seien Sie einfach auf Menschenmassen vorbereitet.
Danke für den Hinweis. Ich werde die Zeit im Auge behalten. Gern geschehen. Lass mich wissen, wie deine Reise verläuft. Ich werde. Ich schätze Ihre Hilfe dabei. Lektion 8: Strandfähne. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende an den Strand zu gehen. Hallo John, das klingt nach einer tollen Idee. An welchen Strand denken Sie? Ich denke über Sandy Beach nach. Ich habe Erstaunliches darüber gehört. Sandstrand ist wunderschön. Der Sand ist weich und das Wasser klar. Genau. Ich habe Bilder gesehen und es sieht so einladend aus. Planen Sie, während Ihres Aufenthalts etwas Besonderes zu unternehmen. Ich würde gerne schwimmen und vielleicht Bachvolleyball spielen. Das hört sich lustig an. Ich spiele auch gerne Volleyball. Wir sollten mehr Freunde einladen, sich uns anzuschließen. Je mehr, desto besser. Tja, ein Strandtag ist immer besser mit Freunden. Wissen Sie, ob es in der Nähe gute Essensmöglichkeiten gibt? Es gibt ein paar Imbestände, die leckere Snacks und Getränke verkaufen. Perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, ein paar kalte Getränke am Strand zu genießen. Joch, lassen Sie uns unsere Pläne finalisieren und daraus einen großartigen Tag machen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu genießen. Lektion 9: B bis 17. Hallo Anna. Ich war gestern bei meiner Cousine und es war amüsant. Hallo John, was ist so lustig passiert? Nachdem das Baby mit dem Essen fertig war, klopfte meine Tante dem Baby auf den Rücken, bis es rülpste. Das ist so süß. Babys können mit ihren kleinen Macken so unterhaltsam sein. Ich weiß. Und dann lächelte das Baby, als wäre es stolz auf das Rülpsen. Das ist bezaubernd. Es ist lustig, wie Sie daraus eine so große Sache machen können. Genau. Alle lachten und es entstand eine so fröhliche Atmosphäre. Lachen ist die beste Medizin. Wie hat das Baby danach reagiert? Das Baby sah sich nur mit großen Augen um, als erwarte es Applaus. Das ist so komisch. Babys haben so ausdrucksstarke Gesichter. Das tun sie wirklich. Es ist erstaunlich, wie sie ohne Worte kommunizieren können. Tja, hat sonst noch jemand lustige Geschichten über Babys erzählt? Ja, mein Onkel erzählte eine Geschichte über seine ersten Erfahrungen beim Windelwechseln. Wo nein, diese Geschichten sind immer interessant. Was ist passiert? Sagen wir einfach, es war eine chaotische Situation, aber er hat sie gut gemeistert. Das ist es, was die Elternschaft so unvergesslich macht, oder? Absolut. Es ist alles Teil des Abenteuers. Lektion 10: Natur und Gesundheit. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Zeit im Freien zu verbringen. Hallo John, ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und gleichzeitig auf unsere Gesundheit zu achten. Genau. Frische Luft kann Wunder für unsere Stimmung und unser Energieniveau bewirken. Tja,
Nach einem Spaziergang im Park fühle ich mich immer erfrischt. Ich auch. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung, die kaum zu übertreffen ist. Haben Sie Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren ausprobiert? Ich liebe Wandern. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die Gegend zu erkunden und aktiv zu bleiben. Das hört sich lustig an. Ich genieße es, den Flussweg entlang zu radeln. Radfahren ist großartig für die Fitness. Außerdem können Sie mehr Fläche abdecken. Ja, und ich liebe es, unterwegs neue Orte zu entdecken. Gibt es einen Lieblingsort, zu dem Sie mit dem Rad radeln? Ja, es gibt ein wunderschönes Plätzchen am See, wo ich oft eine Pause einlege. Das klingt friedlich. Ich sollte das nächste Mal mitkommen. Definitiv. Es ist immer besser, die Natur mit einem Freund zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, einen Tag an der frischen Luft zu planen. Lektion 11: Junge Anwälte. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie junge Anwälte ihre Mandanten beeinflussen können. Hallo John, das klingt interessant. Was hast du herausgefunden? Es scheint, dass junge Anwälte häufig Fälle auswählen, von denen sie glauben, dass sie für ihre Mandanten weniger schwerwiegend sind. Das macht Sinn. Vielleicht möchten sie nach und nach Erfahrungen sammeln. Genau, es ermöglicht ihnen, Selbstvertrauen zu gewinnen und die Grundlagen zu erlernen. Glauben Sie, dass dieser Ansatz langfristig wirksam ist? Ja, ich glaube, es hilft ihnen, ihre Fähigkeiten ohne übermäßigen Druck zu entwickeln. Und es könnte auch zu besseren Ergebnissen für Ihre Kunden führen. Rechts. Mandanten schätzen es oft, wenn ihre Anwälte einfühlsam und verständnisvoll sind. Ich stimme zu. Junge Anwälte könnten möglicherweise besser mit jüngeren Mandanten in Kontakt treten. Glauben Sie, dass Sie vor Herausforderungen stehen, die erfahrenere Anwälte nicht haben? Definitiv. Es kann sein, dass Ihnen das gleiche Maß an Wissen und Verbindungen fehlt. Das stimmt. Aber Ihre neuen Perspektiven können ein großer Vorteil sein. Tja, es geht darum, die richtige Balance zwischen Erfahrung und Innovation zu finden. Genau. Ich bin gespannt, wie sich dieser Trend im juristischen Bereich weiterentwickeln wird. Lektion 12: Unterwasserwunder. Morgen. Anna. Ich habe kürzlich ein Aquarium besucht und es war unglaublich. Hallo John, das hört sich lustig an. Was hast du da gesehen? Es schwammen riesige Becken voller bunter Fische herum. Pfiff. Ich liebe es, Fische zu beobachten. Haben Sie interessante Arten gesehen? Ja, es gab Clownfische, Kaiserfische und sogar einige Quallen. Quallen sind so schön. Sie sehen aus wie schwebende Kunst. Das tun sie wirklich. Die Art und Weise, wie sie sich bewegen, ist faszinierend. Konnten Sie während Ihres Aufenthalts etwas Neues lernen? Ja, ich habe gelernt, wie wichtig der Meeresschutz ist. Das ist so ein wichtiges Thema. Was können wir tun, um zu helfen? Einfache Dinge wie die Reduzierung des Plastikverbrauchs und die Unterstützung von Aufräumarbeiten können einen Unterschied machen. Hilf. Beim Schutz unserer Ozeane zählt jede noch so kleine Aktion.
Ich würde gerne irgendwann wieder mit dir ins Aquarium gehen. Lektion 13. Leseretreat. Hallo Anna, ich hatte gestern etwas Freizeit im Café, also habe ich mir einen bequemen Platz gesucht und ein Buch gelesen, um die Zeit totzuschlagen. Hallo John, das klingt entspannend. Welches Buch hast du gelesen? Ich habe einen Kriminalroman in die Hand genommen. Es war ziemlich packend. Ich liebe Geheimnisse. Sie halten sie in Atem. Worum ging es in der Handlung? Es dreht sich um einen Detektiv, der eine Reihe seltsamer Fälle von Verschwindenlassen aufklärt. Das klingt faszinierend. Hast du das Ende erraten? Gar nicht. Die Wendungen waren unerwartet, was es noch besser machte. Ich genieße es, weil mich ein Buch so überrascht. Wie lange hast du gelesen? Am Ende habe ich fast 2 Stunden lang gelesen. Die Zeit verging wie im Flug. Es ist die Magie eines guten Buches. Lesen Sie oft in Cafés. Ja, ich finde die Atmosphäre perfekt zum Lesen. Der Kaffee hilft auch. Ich stimme zu. Ein warmes Getränk und ein gutes Buch sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Genau. Was ist mit dir? Haben Sie einen Lieblingsort zum Lesen? Ich lese gerne im Park. Die frische Luft macht es angenehm. Das hört sich herrlich an. Ich sollte versuchen, öfter draußen zu lesen. Lektion 14. Beschwerden über die kalte Jahreszeit. Morgen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen in letzter Zeit Erkältungen haben. Hallo John. Ja, es scheint, als hätte jeder mit verstopfter Nase und kratzendem Hals zu kämpfen. Eigentlich bekomme ich nicht viele Erkältungen. Ich kann monatelang durchhalten, ohne krank zu werden. Das ist Glück. Was hält Sie Ihrer Meinung nach gesund? Ich versuche, mich gut zu ernähren und regelmäßig Sport zu treiben. Es scheint zu helfen. Das ist großartig. Ein starkes Immunsystem kann wirklich einen Unterschied machen. Definitiv. Ich wasche mir auch oft die Hände, besonders während der Grippesaison. Gute Idee. Hygiene ist so wichtig. Da sollte ich konsequenter vorgehen. Es kann leicht passieren, dass man es vergisst, aber es lohnt sich. Habt ihr Hausmittel? Ja, ich trinke gerne warmen Tee mit Honig, wenn ich eine Erkältung spüre. Das klingt beruhigend. Ich habe gehört, dass Ingwertee auch gut gegen Erkältungen hilft. Süßruf. Es ist scharf, aber sehr effektiv. Was machst du normalerweise? Ich bevorzuge es, mich auszuruhen und ausreichend Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Bei mir reicht es normalerweise aus. Lektion 15. Eisig erkennen. Hallo Anna, hast du schon für unsere Reise eingecheckt? Hallo John. Nein, noch nicht. Ich wollte zunächst sicherstellen, dass alle Angaben korrekt waren. Das ist klug. Eine nochmalige Überprüfung kann uns später vor Überraschungen bewahren. Ja, ich möchte keine wichtigen Informationen verpassen. Was ist mit dir? Ich habe gestern Abend eingecheckt. Es war super einfach online. Das ist großartig. Haben Sie Ihre Bordkarten erhalten? Ja, das habe ich.
Ich habe sie auf meinem Telefon gespeichert, also bin ich bereit. Perfekt. Das sollte ich auch tun. Es ist so praktisch. Sicher. Außerdem wird die Papierverschwendung reduziert. Freust du dich auf die Reise? Puh, ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden und lokales Essen zu probieren. Ich auch. Ich habe gehört, dass das Streetfood dort fantastisch ist. Darauf habe ich mich gefreut. Lassen Sie uns eine Liste mit Dingen erstellen, die Sie ausprobieren sollten. Tolle Idee. Wir können unsere kulinarischen Abenteuer gemeinsam planen. Lektion 16. Morgenroutinen. Morgen. Anna. Normalerweise stelle ich meinen Wecker auf 7 Uhr morgens. Was machst du als erstes nach dem Aufwachen? Hallo John. Ich strecke mich ein wenig und trinke dann ein Glas Wasser. Das ist eine gute Angewohnheit. Nach dem Schlafen ist Flüssigkeitszufuhr wichtig. Ja, es hilft mir, aufzuwachen. Tö. Normalerweise überprüfe ich zuerst mein Telefon auf Nachrichten und E-Mails. Das macht Sinn. In Verbindung zu bleiben ist der Schlüssel. Danach mache ich gerne ein schnelles Frühstück. Was isst du normalerweise morgens? Ich esse oft Haferflocken oder einen Smoothie. Es ist schnell und gesund. Tolle Auswahl. Normalerweise esse ich Toast mit Avocado. Lecker. Das klingt köstlich und nahrhaft. Das ist es wirklich. Haben Sie besondere Morgenrituale? Manchmal meditiere ich ein paar Minuten, um ruhig in den Tag zu starten. Das ist eine wunderbare Praxis. Ich sollte versuchen, das zu meiner Routine hinzuzufügen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich auf den kommenden Tag zu konzentrieren. Lektion 17. Verbrauchereinblicke. Hallo Anna, wir sollten in unserem Projekt auch Verbraucherwünsche berücksichtigen. Hallo John. Definitiv. Für den Erfolg ist es entscheidend, Ihre Bedürfnisse zu verstehen. Rechts. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt? Ich denke, Qualität und Preis sind der Schlüssel. Verbraucher wollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt. Auch Bequemlichkeit spielt bei Ihren Entscheidungen eine große Rolle. Ja, wenn ein Produkt leicht zugänglich und einfach zu verwenden ist, ist es attraktiver. Wie sieht es mit Trends aus? Mit ihnen Schritt zu halten kann eine Herausforderung sein. Der Trends ändern sich schnell, daher ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Haben Sie Strategien zur Erforschung der Verbraucherpräferenzen? Umfragen und soziale Medien können wertvolle Erkenntnisse liefern. Tolle Idee. Die direkte Interaktion mit Kunden kann zu besseren Ergebnissen führen. Es hilft auch, Vertrauen und Loyalität aufzubauen. Lassen Sie uns überlegen, wie Sie diese Informationen effektiv sammeln können. Lektion 18. Probleme mit dem Zeitmanagement. Morgen, Anna. Ich stehe in letzter Zeit vor der Herausforderung, meine Zeit einzuteilen. Hallo John, erzähl mir davon. Was ist los?
Es fühlt sich an, als hätte der Tag nie genug Stunden, um alles zu erledigen. Ich verstehe vollkommen. Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen, kann schwierig sein. Genau. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich Aufgaben priorisiere, aber trotzdem in Rückstand falle. Haben Sie versucht, einen Tagesplan zu erstellen, um Ihre Aufgaben zu organisieren? Ich habe. Aber manchmal passieren unerwartete Dinge und machen meine Pläne zunichte. Das ist frustrierend. Flexibilität ist wichtig, aber auch das Festhalten an Ihren Zielen. Wahr. Vielleicht sollte ich mir für wichtige Aufgaben bestimmte Zeitblöcke reservieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Es hilft, eine Routine zu schaffen. Ja. Und ich muss lernen, zu Dingen Nein zu sagen, die nicht wesentlich sind. Zuruf. Der Schutz Ihrer Zeit ist entscheidend für die Produktivität. Ich werde mit der Umsetzung dieser Änderungen beginnen und sehen, wie es läuft. Lektion 19. Tech-Effizienz. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie effizient unsere Smartphones heutzutage sind? Hallo John. Das stimmt. Wir können mit nur wenigen Fingertipps oder Wischbewegungen so viel erreichen. Genau. Es ist erstaunlich, wie wir alles auf einem Gerät einkaufen, kommunizieren und sogar unsere Termine verwalten können. Ich weiß, und die verfügbaren Apps erleichtern die Arbeit erheblich. Was ist deine Lieblings-App? Ich liebe es, eine Produktivitäts-App zu verwenden, um den Überblick über meine Aufgaben zu behalten. Es hilft mir wirklich, organisiert zu bleiben. Das ist klug. Ich verwende eine Fitness-App, um mein Training und meine Fortschritte zu verfolgen. Das ist großartig. Aktiv zu bleiben ist so wichtig. Haben Sie Verbesserungen gesehen? Chef, ich fühle mich energiegeladener und habe sogar begonnen, mir Fitnessziele zu setzen. Das ist inspirierend. Das Setzen von Zielen macht einen großen Unterschied in der Motivation. Chef, außerdem kann ich mich über die App mit Freunden vernetzen, um sie noch mehr zu ermutigen. Dieser soziale Aspekt ist hilfreich. Dadurch bleiben Sie verantwortlich und es macht mehr Spaß. Ja, Technologie kann unser tägliches Leben wirklich bereichern, wenn wir sie mit Bedacht einsetzen. Absolut. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Lektion 20. Zukunftsplanung. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit viel über meine Zukunft nachgedacht. Hallo John, was geht dir durch den Kopf? Ich möchte mich nächstes Jahr für einige Programme bewerben, um mich weiterzubilden. Das klingt spannend. Für welche Programme interessieren Sie sich? Ich denke über Umweltwissenschaften nach. Es ist so ein wichtiges Feld. Hilf. Angesichts der Probleme unseres Planeten ist es wichtig, dies zu untersuchen. Rechts. Ich hoffe, bald nach der Bewerbung mit dem Studium beginnen zu können. Es ist toll, ein klares Ziel zu haben. Haben Sie sich bestimmte Universitäten angesehen? Ja, ich habe einige gefunden, die tolle Kurse anbieten. Ich muss sie besuchen. Ein Besuch ist eine gute Idee. Sie können ein Gefühl für den Campus und die Gemeinschaft bekommen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass es zu mir passt.